In diesem Video geht es um die Reparatur meines Highbikes, das ich 2012 gekauft habe. Die Motoren werden als Bosch Classic Line Motoren Generation 1 bezeichnet. Nach einem kapitalen Motor- oder eher Getriebeschaden konnte der Antrieb des E-Bikes durch den Einbau eines neuen Zahnrades wiederhergestellt werden. Das Bike fährt wieder einwandfrei und ist auch nicht lauter als vorher. Das Display meines Rades ist schon lange defekt, daher schätze ich die Laufleistung des Motors auf ca. 20.000 Kilometer. Bei dieser Motorgeneration kommt es öfter zum Bruch des Zahnrades, das die Kraft zwischen Elektromotor und den Pedalen überträgt. Das Fahrrad lässt sich nicht mehr fahren und macht üble Knackgeräusche bei weiteren Anfahrversuchen. Die Pedale blockieren bzw. laufen nicht mehr rund. Bosch bietet dieses Zahnrad nicht als Ersatzteil an. Glücklicherweise habe ich bei meinen Recherchen einen Nachbau genau dieses Zahnrades auf eBay gefunden. Vielen Dank an Kilian Schmidt und seine Mitstreiter, die das Zahnrad re-engineert und eine gute Montagemöglichkeit entwickelt haben. Den Link zu diesem Ersatzteil findet ihr in der Videobeschreibung. Vor Beginn der Arbeiten am E-Bike, insbesondere am Motor, immer abschalten und den Akku entfernen. Ich habe mich erst später entschieden, die Reparatur zu filmen und zu veröffentlichen. Daher fehlen am Anfang einige Sequenzen der Demontage des Pedals. Für diesen Lockring gibt es auch ein Spezialwerkzeug von Bosch. Ich habe diesen mit einem Hakenschlüssel der Größe 5862 entfernt. Der Motor wird für diese Reparatur nur auf der Kettenblattseite geöffnet. Daher ist zumindest diese Seite möglichst gut zu reinigen, damit beim Öffnen kein Dreck in das Motorgehäuse eindringt. In zwei der Torx-Schrauben war bei meinem Rad eine Gummimasse eingespritzt. Diese musste ich zunächst mit einem kleinen spitzen Werkzeug entfernen. Die Dichtung des Motordeckels ist aufgespritzt und entsprechend empfindlich. Den Deckel daher sehr sorgsam entfernen und lagern. Der Moment der Wahrheit kommt nach dem Entfernen des Motordeckels. Hier sieht man sofort, dass das Zahnrad defekt ist. Bitte später nach Bruchstücken suchen und diese entfernen. Das Zahnrad lässt sich durch leichtes Hebeln einfach entfernen. Gegebenenfalls etwas Gegendruck auf die Motorwelle geben, da diese nicht entfernt werden sollte. Vor dem Bestellen des Ersatzteiles habe ich noch kurz die Kugellager und die Lagerung des Motors geprüft. Hier gab es für mich keine Auffälligkeiten. Hier sieht man, dass für meinen Motor die neue Version des Zahnrades bestellt werden muss. Genauere Hinweise gibt es auf der Bestellseite für das Ersatzteil. Die Lieferzeit des Zahnrades war erfreulich kurz, sodass ich schnell weitermachen konnte. Hier sieht man, wie ich das alte Kunststoffrad von der Freilaufnabe entferne. Das Zahnrad und die Montageteile wurden bei mir, so wie hier zu sehen, zusammengebaut geliefert. Sollte das bei euch auch so sein, ist es am besten, sich eine kleine Markierung von Zahnrad zu Alu-Ring zu machen, sodass es später auch wieder optimal zusammenpasst. Die Schrauben zunächst mit ein paar Gewindegängen einsetzen und dann nach und nach festziehen. Verdreckte Teile wie Kugellager, Wellenringe usw. bestmöglich reinigen und entsprechende Stellen im Motorgehäuse eventuell etwas nachfetten. Die Dichtung des Motordeckels vor der Montage auf eventuelle Defekte und Sauberkeit prüfen. Dann kann das Motorgehäuse mit dem neuen Zahnrad wieder geschlossen werden. Jetzt zeige ich noch schnell, wie ich andere wichtige Teile des Rades montiere. Ein Schreckmoment war noch das nicht eingeschaltete Bike beim ersten Anfahrversuch.
Ich bin bereits auch schon wieder einige kurze Bergtouren gefahren und alles funktioniert soweit sehr gut. Jetzt, wo der Motor wieder läuft, muss das Rad noch einem generellen Service unterzogen werden. Ich hoffe, ich kann euch mit dieser Anleitung weiterhelfen. Viel Spaß beim Biken und vielleicht bis zum nächsten Mal.